Mein Name ist André Toussaint. Ich bin hier am Klinikum seit 12 Jahren Medizinphysiker. Wir kümmern uns um die komplette technische Seite und die Qualitätssicherung in der Strahlentherapie. Wir haben jetzt den ARTEC Leo beschafft, um für ein Forschungsprojekt und auch zeitnah im Patientenbetrieb die Hautdosis, besonders bei HNO-Patienten, deutlich zu verbessern. Hier in der Strahlentherapie an der Universitätsklinik arbeiten wir hauptsächlich mit Linearbeschleunigern, um Tumorzellen im Körper zu zerstören. Wenn wir Tumoren direkt unter der Hautoberfläche bestrahlen wollen oder auch Narben noch mit bestrahlen wollen, müssen wir mit der Dosis sehr nah an die Hautoberfläche ran. Mit unseren hochenergetischen Photonen können wir besonders knapp unter der Haut und in den obersten Hautschichten nicht gut Dosis platzieren. Da fehlt noch der Sekundärelektronenanteil. Und deswegen wird sich mit einem sogenannten Flap oder Bolus ausgeholfen. Da wird künstliches Gewebe aufgelegt auf den Patienten, um diesen Sekundärelektronen schon ein wenig Vorlauf zu erlauben. Das geschieht normalerweise mit vorgefertigten Gelmatten. Die passen sich an große, konvexe Strukturen sehr gut an. Aber konkave Hautoberflächen, ein Nasenwinkel, ein Kinn-Hals-Übergang oder im Intimbereich ist damit nur sehr schwer wirklich hautnah abzudecken. Und da wollen wir mit Hilfe eines 3D-Scan-Verfahrens, 3D-Druck und einem Silikonguss deutliche Fortschritte in der Dosisabdeckung erreichen. Die Luftblasen, die sich zwischen Flap und Haut darstellen, sind störend für die Rechenalgorithmen. Neue Beschleuniger, die KI-gesteuert auch Patientendeformationen erkennen, kommen mit einem Flap, der aufgrund seiner Falten jeden Tag anders liegt, gar nicht klar. Da kam der Wunsch, was wirklich Passendes anzufertigen. Bei der Methode, die wir jetzt umsetzen wollen, wollen wir den Patienten nach seinem Aufklärungsgespräch und der Behandlungsentscheidung direkt einmal auf der CT-Liege positionieren. In der jetzigen Umsetzung wird der Patient mit dem 3D-Scanner Oberflächen gescannt. In 1-2 Minuten ist wirklich die reine Scan-Zeit fertig. Die Patientenaufklärung, was wir da überhaupt machen, dauert deutlich länger. Wichtig war uns, dass die Farberfassung auch kleinste Hautveränderungen von Narben sauber darstellt. Durch den Autopiloten wird der Workflow sehr leicht umzusetzen sein, auch für alle Berufsgruppen, die daran beteiligt sind. Der Arzt konturiert das gewünschte abzudeckende Gebiet, zum Beispiel Narbe plus einen gewissen Sicherheitssaum. Wir schneiden aus, optimieren die Kanten noch ein wenig und diese Oberfläche wird dann um 5 mm extrudiert zu einem 3D-Objekt geformt. Das geht dann in einen 3D-Drucker, der dafür eine Gussform erstellt. Dann wird mit einem medizinischen 2-Komponenten-Silikon diese Gussform ausgefüllt und nach einer Stunde wird diese sehr dünne Gussform auseinandergerissen und das verbleibende Objekt kann dann direkt am Patienten verwendet werden. Ziel in diesem Projekt ist, wenn wir an einem Tag den Scan machen, am nächsten Tag unser Bestrahlungsplanungs-CT mit dem Objekt zu haben, dass das wirklich im Planungs-CT mit berücksichtigt wird. Bei einem Bestrahlungsplanungs-CT wird der interessante Bereich in der später gewünschten Bestrahlungspositionierung einmal komplett gescannt und an dem wird mit Rechenalgorithmen der Bestrahlungsplan optimiert. Der Flap wird für jeden Patienten individuell erstellt und der von uns gefertigte Flap liegt wie eine zweite Haut 5 mm dick über der echten Haut.